war das gar nicht bewusst, dass da so ein Außenlager war in Markkleeberg und dass diese Frauen also im Prinzip kurz vor Kriegsende noch zusammengetrieben wurden bis hierhin. Und das war mir wichtig, diesen Weg einfach mal zu gehen. Und ich habe immer daran gedacht, dass, dass wir es gar nicht vergleichen können, auch wenn wir da lang gehen, weil die Situation der Frauen war ja ganz anders. Also ich habe immer daran gedacht, wie das gewesen sein muss. Es war viel kälter, die waren hungrig, die waren abgearbeitet und voller Hoffnungslosigkeit. Fand ich sehr für mich beeindruckend, wenn man so läuft und denkt, wie würde man sich jetzt fühlen, wenn man wirklich Teil dieses Drecks gewesen wäre. Ich fand diesen Weg auch mit den Stationen, wo die Musiker stehen und die Namen verlesen werden, das fand ich sehr eindrücklich und ich fand das Ganze sehr würdevoll als Gedenken. Es ist ein ganz berührender Abend gewesen und die Stimmung, also zumindest bei mir, schwankte immer zwischen Traurigkeit, Betroffenheit, aber auch, tja, wie soll ich sagen, also es ist eine große Emotion, die auch positiv gewirkt hat. Und das hat natürlich mit den vielen zu tun, die heute mitgekommen sind. Und es hat aber auch was mit einer Hoffnung zu tun, dass es immer wieder Leute gibt, die auch so viele Jahre danach während den Anfängen sagen. Und natürlich werde ich allen davon erzählen und wirklich sagen, dass man sich diesen Termin unbedingt im Kalender jetzt schon eintragen sollte, um nächstes Jahr dabei zu sein. Ja, also ich fand die Stille sehr respektvoll auf jeden Fall. Und ich finde es auch gut, dass das so durchgezogen wurde. Gerade weil es halt so ein wichtiges Thema ist und man durch die Stille dann halt auch so eine respektvolle Art und Weise dem Thema gegenüber zeigt. Und ich finde, das ist auch wichtig, das zu wissen, dass es auch in unserer Nähe passiert ist, nicht so weit weg, sondern auch quasi hier in Leipzig. Das Wichtigste, was ich gemerkt habe am Schneeblumen-Gedenkweg, ist, dass man, wenn man ihn verbal vermittelt, dass man ihn ganz schwer vermitteln kann. Man muss mitgehen. Man muss, das ist die Vollzugsästhetik sozusagen, also man muss sich auf den Weg machen und die Erfahrung machen. Alles andere ist Trockenschwimmen sozusagen. Das ist ja, einfach einmal vorbeikommen und mitgehen, so weit wie man kann. Man muss auch nicht den ganzen Weg gehen. Und das ist für mich das Wichtigste. Also das hier ist was ganz Besonderes, weil es so still ist und ausgesprochen behutsam und einfühlsam. Und ich glaube, dass wir wirklich Menschen brauchen, die verstehen, dass sich sowas einfach nicht wiederholen darf. Das ist ja ein neues Format dieser Erinnerungskultur, was ganz stark auf Beteiligung aus ist. Also praktisch jeder wird ein Teil dieser Weitergabe, indem er in dem Weg mitgeht, indem er Musik mitmachen kann, Namen lesen kann oder technisch-organisatorische Hilfe mitmachen kann. Und es ist nicht so statisch, dass ich sage, ich muss mir jetzt irgendwelche Reden anhören, was jemand anderes für wichtig hält, sondern ich mache mir selber meine Gedanken. Und jeder macht sich auf dem Weg andere Gedanken und findet aber seinen eigenen Weg. Und das wird vertieft durch Musik und indem ich dem auch Zeit gebe und natürlich diese Namen dann gelesen werden. Ich höre immer und die Frauen begleiten mich und ich begleite die Frauen in Gedanken. Und also diese Authentizität sozusagen und zu sagen, nicht wir haben die Deutungshoheit, die Frauen haben die Deutungshoheit über ihr Schicksal und deshalb kommen nur die Frauen vor, zu Wort, zu Klang und Reden und Appelle brauchen wir nicht. Iboja Weinberger, Isabella Citron, Sophia Grünwald, Eva Kohl, Regina Weiß, Helen Gold, Ilona Grünberg, Katalin Reves, Ashley Margit Weiß, Margit Kupferstein, Eta Friedmann, Clara Heißler, Mathilde